herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das O-Knife Cheetle wurde mir freundlicherweise von Olight für dieses Video zur Verfügung gestellt. Hierfür schon mal vielen Dank, das ist eine tolle Möglichkeit. Ich verweise jetzt schon mal auf die Videobeschreibung, da habe ich einige Infos zu Olight und dem Cheetle reingepackt. Jetzt kurz zur Namensgebung. Beim Cheetal oder auf Englisch Cheetle handelt es sich um den Axis-Hirsch, eine Hirschart mit weiß gefleckter Feldzeichnung. Weshalb gerade dieser Name für dieses Messer ausgesucht wurde, kann ich nicht sagen. Es gibt da aber auch den normalen Hirsch oder Hirschbock. Der wiederum heißt auf Englisch Buck und diese Verbindung kann man vielleicht ziehen. Das sind zwei grundverschiedene Messer, aber wir haben bei diesen Messern zumindest die Gemeinsamkeit der Clip-Point bzw. Hechtklinge. Dann fange ich auch gleich mit der Klinge an. Hier wurde sich für den D2 Stahl entschieden, etwa 60 HAC. Sehr gute Kantenstabilität, also sehr schnitthaltig. Mit etwa 12% Chromgehalt gilt der D2 als ein wenig rostanfällig. Hier kommt dann diese schwarze PVD-Beschichtung ins Spiel. Also hier kann nichts passieren. Die bietet einen sehr guten Korrosionsschutz. Zudem bietet diese Beschichtung gute Anti-Hafteigenschaften. Das heißt, der Schnittgut bleibt hier nicht so leicht an der Klinge hängen. Da wurden sich Gedanken gemacht. Klingenbeschriftung rechts. Wir haben hier den Namen des Designers, Gage, und dann hier die Artikelnummer bzw. Modellnummer KN00031 und hier der Modellname Cheetle. Auf der linken Seite die Stahlbezeichnung D2 und das Herstellerlogo von O-Knife. Das hätte vielleicht ein wenig dezenter ausfallen können. Die Klingenlänge beträgt 81 mm, effektiv sind das noch 79 mm. Wir haben hier eine schöne Schleifkarbe, Klingenbreite 3 mm, läuft sehr fein zur Spitze aus, Klingenhöhe 21 mm, Flachschliff und ein sehr symmetrisch ausgeführter Anschliff. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe zwei Werte hinter der Schneidphase gemessen, in diesem Bereich 0,5 mm und im vorderen Bereich 0,4 mm. Also sehr schneidfreudig. Die Klinge wirkt durch diese langgezogene Swedge sehr dynamisch. Die Swedge nimmt hier sozusagen die Clip-Point-Form komplett auf, geht dann übergangslos in das Chimping am Klingenrücken über. Ja, wenn man das Messer hier dann einklappt, wird die Kontur der Swedge bzw. dieser Clip-Point-Form komplett auf den Griff übertragen. Ja, wirkt enorm ausgewogen. Das ist in Sachen Design auch nicht immer so einfach, also schon gut gemacht. In der Silhouette fällt dieses Chimping kaum auf. Dennoch, es ist hier richtig viel Platz und es bietet ordentlich Widerstand. Ich bin nicht der größte Chimping-Fan, aber wenn Chimping, dann bitte genauso. Ansonsten läuft die Klinge auf Kugellagern. Der Klingengang ist sehr sauber definiert. Es gibt kein Klingenspiel, nicht seitlich, auch nicht auf und ab. Der Detent ist schön straff, bietet dem Flipper-Tab ausreichend Widerstand. Und wie man sieht, verschwindet die Klinge hier komplett im Heft. Das heißt, dieser Flipper-Tab ist die einzige Öffnungshilfe. Auch hier ist ein Chimping, das ist genauso fein ausgeführt wie am Klingenrücken. Also man kann den Flipper-Tab hier sehr effektiv betätigen. Auch gut gemacht. Nach dem Flippen erfolgt ein abrupter Stopp durch den Internal Stop-Pin. Danach verriegelt die Klinge hier über einen perfekt sitzenden Liner-Lock. Das kann man hier sehen. Der ist auch leicht zugänglich. Also technisch ist hier wirklich wenig dran auszusetzen. Klingenstand ist auch absolut zentriert. Ja, tolle Klinge, richtig gut verarbeitet. Kommen wir zum Griff. Der Griff ist 11 cm lang, gerade mal 12 mm breit. Das Griffvolumen liegt hier in etwa zwischen 65 und 68 mm, also echt ausreichend. Griffmaterial ist schwarzes G10. Die Oberfläche bietet einen sehr guten Halt, das nennt sich hier Matrix-Textur. Sieht im ersten Moment ein bisschen aus wie Carbon Fiber G10, ist allerdings wirklich ganz normales G10, einfach speziell gefräst. Man hat hier einen leicht chauchierenden Effekt, also optisch ist das wirklich sehr ansprechend. Die Handlage ist gut, man hat hier mit 9,3 cm ausreichend Platz. Der Flipper-Tab dient hier auch als Guard, allerdings muss ich sagen, dass ich diesen Bereich ergonomisch ein bisschen schwierig finde. Um die Kraft aufs Schnittgut effektiv zu übertragen, möchte ich intuitiv ein bisschen weiter vorne greifen und dann wäre ich hier schon im Bereich der Klinge und naja, das ist vielleicht nicht immer so ideal. Also das ist natürlich auch ein sehr subjektives Empfinden, absolut anwenderabhängig. Und man muss dazu sagen, dass es bei fast allen Flippermessern so ist.
Ansonsten haben wir hier eine offene Griffkonstruktion. Hier sind gerade mal 2 schwarz gefärbte Standoffs. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Das ist hier alles sehr stabil und wertig. Die Liner sind 1,5 mm breit. Innen sind jede Menge Löcher und Aussparungen. Dennoch erreicht das Cheetle hier in etwa 92, 93 Gramm. Das ist jetzt nicht so wenig, aber wie gesagt, wir haben eine wirklich stabile Ausführung. Lobend zu erwähnen ist die Verschraubung. Sowohl die Achs- als auch die Griffverschraubung sind 8er Torx. Das finde ich wirklich gut. Es reicht also ein Tool, um das Messer zu zerlegen. Die gebläute Achsschraube ist auch ein schöner Farbakzent, muss man sagen. Also hier ist ja wirklich alles schwarz, außer der Beschriftung und diese Achsschraube gefällt mir auch gut. Ein schönes Design. Lanyardloch gibt es hier keines. Allerdings könnte man hier schon eine Schnur durchziehen und hinten an den Standoffs befestigen, wenn man das möchte. Das würde gehen. Die Klinge ist hier sehr weit weg von diesem Lanyard. Also das wäre absolut kein Problem. Dann noch kurz zum Clip. Deep Curry Clip, Tipp ab rechts, nicht ummontierbar. Verschraubt mit 6er Torx und diese Schrauben sind versenkt. Also das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Sieht man auch nicht immer. Das Einzige, was ich hier wirklich zu bemängeln hätte, wäre diese fehlende Umsetzbarkeit des Clips. Ansonsten, ja. Der Clip beeinträchtigt die Handlage auch nicht. Das passt auch. Insgesamt ist das alles sehr gut gemacht. Jetzt komme ich dann noch kurz zum Lieferumfang und dann gibt es noch ein Fazit. Der Lieferumfang kann sich sehen lassen. Eine ansprechende Pappbox, Pflegehinweise in mehreren Sprachen, noch ein Pflegetuch. In dieser Pappbox ist die Standardtasche von O-Knife, eine wirklich gut verarbeitete Tasche mit Klettverschluss. Hier innen wäre ein Fach für einen Coin. Normalerweise ist immer ein Coin bei den O-Knife-Messern dabei. Ja, leider nicht bei den Varianten mit D2-Stahl. Das empfinde ich als ein bisschen schade. Vielleicht kann man das in Zukunft dann auch ändern. Dann wäre natürlich bei diesem Messer, es ist ja nicht 42A-konform, vielleicht eine verschließbare Tasche mit Reißverschluss eine Überlegung wert. Also ist nur mal so ein Gedanke. Was mir auch gut gefallen würde, wäre ein 42A-konformes Klappmesser oder eben ein kleines feststehendes Messer von O-Knife. Also das wäre vielleicht für die Zukunft auch mal eine Idee. Ist ja nicht nur für den deutschen Markt interessant. Also ja, jetzt zum Fazit. Wir haben eigentlich hauptsächlich Abzüge in der B-Note. Der Clip ist nicht umsetzbar. Klingenbeschriftung vielleicht ein bisschen kleiner. Den Bereich um den Flipper-Tab, der auch als Guard fungiert, den habe ich auch angesprochen. Aber das ist wirklich alles subjektiv. Das Positive überwiegt bei Weitem. Wir haben eine schlanke, dynamische Linienführung. Die gesamte Optik ist wirklich sehr gelungen. All Black mit einem blauen Farbtupfer. Ja, diese Clip-Point-Klinge macht richtig Spaß. Sehr gute Schneideigenschaften. Und das Messer macht auch so Spaß. Also der Spielspaß ist wirklich riesig. Ja, hier vorne haben wir fast Skalpell-Eigenschaften im vorderen Bereich der Spitze. Also absolut überzeugend. Die Verarbeitung ist sehr gut. O-Knife lässt bei Kaiser produzieren. Ich konnte hier keine Fehler entdecken, keine Grate, keine Kanten. Der Anschliff ist sehr sauber und symmetrisch. Das Chimping habe ich auch erwähnt, sehr fein. Ein sehr gelungenes Messer. Der Preis liegt bei fairen 59,95 €. Olight bietet bekanntlich immer wieder Rabattaktionen, also definitiv ein interessantes Messer. Da verweise ich nochmal ganz explizit auf die Infobox. Da findet ihr alles zum Cheetle, also Spezifikationen und alles von Olight. Ja, das war es dann auch schon. Ein Dank geht raus an Olight. Danke für diese Möglichkeit, dieses Messer vorstellen zu können. Bei euch bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.